Da hat jemand den Bären ziemlich wütend gemacht, Alter. Hallo? Guten Morgen. Alles, was jetzt an Gewicht nicht passt, regulieren wir morgen, aber jetzt musst du mal essen. Ja, nur subkutanes Arschlochwasser. Aber schau da mal trotzdem subkutanes Arschlochwasser die Stripes und die Struktur von den Haxen auf der Seite an. Bist Moped. Das Licht ist cool. Machen wir noch einmal nur ein bisschen weiter da herüben, weil die Seiten im Schatten war, stehe genau mittig. Backdouble bitte. Ja, super. Super. Passt. Aber man sieht schon, selbst da hast Wasserstriche von der Bettdecken oder was auch immer. Das wird bis Nachmittag ist das weg. Vom Klodeckel? Ja, weil ich ihn angelehnt habe. Echt jetzt? Ah, du hast quasi... Am Thron ist er gesessen. Du musst echt schauen, dass da herum passt alles, automatisch. Denk nur an die Haxen, denk nur an die Beine, nur an die Beine. Weil siehst du, wenn er hundertprozentig auf Spur ist, dann siehst du da halt das wirklich plastisch und detailreich. Und wenn er einen Kahnzug drinnen hat, so wie jetzt, da ist er weg. Jetzt ist er da. Also stehe ich die nicht so. Jetzt ist er da. Ich muss Zug haben. Ja, so. Jetzt habe ich Zug. Okay. Das ist ganz wichtig. Ich merke, wenn ich das Bein noch ein bisschen mehr rotiere, dann verliere ich den. Und das sieht man dann oft bei den Fotos und das ist dann, wo die Leute sagen, Herr Kaliczynski, was ist los mit deinem Bock? Ja. Weil das dann heraus zugelaufen ausschaut, was nicht zugelaufen ist, weil er überdreht den. Ja. Er zieht die Separation weg. Das hat halt damals gesagt, weißt du noch, soll ich ganz aufdrehen? Und dann kann ich nicht anspannen, dachte ich. Und dann kriegst du keinen Zug mehr drauf. So machen wir es so. Jetzt hast du den, siehst, so hat das auszusehen. Genau so. Also, wenn ihr das seht, haben wir entschieden, dass Urs schon einen Tag jetzt Kohlenhydrate gegessen hat. Die letzte Zeit war wirklich stressig, viel Adaptionen, viel Gedanken, die man sich macht. Man will alles ausmaxen, man will alles besser hinkriegen, man überlegt sich, man feilt an jeder kleinen Postingschraube. Der Urs ist so willig, das wirklich auf jeder Front alles zu geben. Er kommuniziert mit dem Head Judge, er kommuniziert mit dem zweiten Head Judge, er fragt nach Posting-Meinung. Das wird alles umgesetzt und das ist natürlich auch eine Belastung, weil Sachen umgedreht werden. Dann kommt der Flug dazu, das Umsteigen und man sieht halt einfach, dass er heute nicht mehr Wasser hat. Er ist jetzt ein bisschen über dem Gewichtslimit, das heißt, es wird eine ganz spannende Sache. Ich muss aber das Stresslevel runterholen. Ich muss schauen, dass er jetzt anfängt zum Chillen, ich muss anfangen, dass er eincruist und das funktioniert bei ihm und eigentlich bei den meisten Leuten am besten mit Essen. Und das Risiko gehen wir jetzt ein, das Risiko müssen wir jetzt eingehen, dass wir Nahrung zuführen, also Kohlenhydrate zuführen. Ich bin mir sicher, wir kommen ins Gewichtslimit, habe da keine Verzweiflung, kein Zweifel dran. Aber wir werden jetzt mit dem Laden einen Tag früher beginnen, um ihn auf das Niveau zu holen, dass wir das Wasser dort haben, wo wir es brauchen, nämlich im Muskel, aber trotzdem die Abwaage schaffen. Wir gehen jetzt ab ins Gym zur unchristlichen Uhrzeit EU West. 7 Uhr einfach Frühsport, Mädels. Dann wird mit Laden angefangen und vorm Gym natürlich auch heute maximale Shreds wie jeden Morgen, Grizzly Shreds. Jedes Mal, wenn ich das ist einfach Feeling, weißt du so. Weißt du, wie wir uns früher so Fettburner aus Österreich bestellt haben, weil wir so dribbeln mussten? Digga, die Zeiten gehen noch zu gut. Wir haben hier die ist schon fast leer, Alter. Gott sei Dank eine mitgenommen. 20 Gramm am Start. Da sage ich aber auch, tastet euch da echt langsam dran. Ich sag's euch, ohne Scheiß, da geht schon was vorwärts. Und ich sag euch eins vorweg, habe ich jetzt auch schon gestern im Vlog gesagt, das Ding ist nicht das Leckerste der Welt. Da bin ich real mit euch. Ihr wisst, ich gehe auf Inhaltsstoffe, ich will krasse Inhaltsstoffe drin haben, Sachen, die funktionieren. Die Jungs bei ESN, mit denen ich in der Produktion zusammengearbeitet habe, die haben gesagt, Urs, hör mal zu, die Inhaltsstoffe, die schmecken nicht gut und die wollten mehr auf Geschmack gehen. Ich habe gesagt, ein weiser Mann hat mal gesagt, muss nicht schmecken, muss wirken. Und ich finde, damit habe ich einen ganz guten Kompromiss geschafft. Die Wirkstoffe, die scheppern, wir haben Synephrine drin, wir haben Koffein drin, aber nicht zu hoch.
Digga, wir haben, das muss ich dir mal zeigen. Wir haben hier nur, guck mal, das ist die Inhaltsstoffliste. Also, Guter Cocktail. es ist ein guter Cocktail. Es ist, also alles, was davor war, sei es ein Meta, sei es ein Diet Support, stellt das Ding in den Schatten. Und vor allem, dem einen oder anderen darf der ECA-Stack auch ein Begriff sein. Und wir haben hier einfach sowas, einen legalen ECA-Stack nachgebaut. Und das Ding, ja, ich will nicht zu viel versprechen. Holt sie einfach, überrascht euch und überzeugt euch selbst und sorgt für eine Überraschung. Wir sind am Dinos Gym. Sieht auf jeden Fall schon von außen schön rustikal aus. Birmingham-Style. Ich glaube, da drin kann man Spaß haben. Danilo geht erstmal wieder nach Hause. Ist noch nicht ganz wach heute. Also ich bin hier nach dem Wettkampf auf jeden Fall am Start, sage ich euch, wie es ist. Also wir machen heute den ganzen Oberkörper, aber fangen mit dem an, was er gestern nicht gemacht hat. Und für diejenigen, die sich fragen, warum ich mir hier mit Jacke reinpumpe, Der hat noch nicht gesehen, wie voll warm ist. gibt's da Temperaturanzeigen bei YouTube? Wenn ja, aber blende ich jetzt mal die Temperatur ein. Aber ich sag's euch, es ist, wie der Engländer sagen würde, it's fucking freezing, my man. Die letzten 5 Tage für die Leute beschissen habe ich mich wirklich lang nicht mehr gefühlt. Es war auf jeden Fall nochmal schön eklig. Ja, aber darf man sich nicht den Kopf zerdrehen lassen davon. Nee, Alter, das kotzt mich gerade über. Hier ist 5 Grad drin. Ich habe mir gerade was eingeklemmt. Aber heute kommt die Masseurin um 18 Uhr. Leute, ich darf stolz verkünden. Pass mal auf. Stefan, der Boss of Outlaw Kienzl, hat seine ersten Shirts gedroppt. Ich muss sagen, perfekt. Ich muss sagen, Props gehen raus. 2 geile Pieces geworden. Wir haben auch den gleichen Designer wie Miracle Wear, also von dem her muss es geil sein. Aber 2 Pieces gibt's bei Stefan auf der Page zu kaufen, wer sich dem Team Outlaw ein bisschen anschließen will. Oder für alle, die schon bei Stefan im Coaching sind, checkt eins der Shirts ab. Wir haben Größe was? S bis M bis 3. M, klar, S M braucht bis keine 3. Sau, aber dreifach XL wird auch den dicken Jungs passen. Und auch die schmalen Mädels können M kaufen. Sieht geil aus, finde ich immer. Und ja, sind 2 geile Pieces geworden. Deswegen Link in der Beschreibung auf jeden Fall. Schaut vorbei. K-Faktor.at, genau. Ja. Und dann supportet den Mann ein bisschen. Dankeschön. Und eine noch. Passt. Ja, ist die Inklein, die wir nicht gefunden Wo? haben. Ist mir gerade aus dem Augenwinkel. Hier vor uns, die weiße. Ja, Was ist denn das für ein witziges Modell? Das ist die aber die geht muss so ich auf, einmal glaube ich. probieren. Das ist, glaube ich, die was damals im Powerhouse in Berlin, im Alten, am Start war. Ich glaube, die ist nämlich so free. Ist die nicht in Kissimmee, ja? Also die kannst du hier auch holen. Das ist aber süß. Aber die ist scheiße. Die ist absolut scheiße. Gut, dass wir es nicht gesehen haben. Also die kann ja gar nichts. Das muss ich jetzt hier machen, um Ronnie the King Coleman zu ehren. Wobei das hat bei ihm auch immer so Er hat geil. so gemacht. Ja, Er ja, hat ja. es so gemacht. Nicht, dass da quasi noch in den Drive kommt.
see you. I'm afraid the music's going on in a minute, boys. Hey. I'm sorry, the music's going to have to go on. How are you? Yeah, nice to see you. Miracle Bear. Yeah. You're going to make some miracles this In weekend. the house, in the house. Hey? What's going on? You're going to make some miracles, that's the question. Yeah. Hey? You're going to make some magic. The Miracle Bear's in town. Hey, Let's look at him. fucking go. Hey, Let's fucking look at the go. calves, look at the calves. He said he never trains them. Bullshit, bullshit, bullshit. Bro, I don't have a driver's license for over 25 years, so. Really? Yeah, and I'm from a small village, just walking my whole childhood to the school. That's the really? secret, that's the secret. Like a road map. Starting to come alive. Yeah, it's good, it's exciting. I remember when I was that age, I would have kicked his ass at that age. I would have kicked his ass. I'd have beat him backstage. I'd have been in his ear. You're not ready, you're not ready, you're not ready. You're holding fat on your lower back. Leave it till next week. Back in the days? Yeah, brutal. And then you'd be pumping up. You put your weights down, and then some fucker would take your weights off you. Well, hold on, and then you start getting stressed and water and all that. Put your drink down, and they'd put some shit in your drink, and then they'd give you some oil to put. They'd give you some oil to put on, but they'd put deep heat in there. And you'd be like, that next fucking all going red. Yeah, brutal, brutal. Crazy, crazy. Auch heute gibt es nach dem Training auf jeden Fall Daily ins System, wie immer, wisst ihr Bescheid. Körper jetzt auf die Kohlenhydrate vorzubereiten. Die haben ja leider keine Waage, aber ich weiß, meine 4 Scoops plus einen Sonderzuschlag, die sorgen auf jeden Fall dafür, dass alles drin ist. Der Extra Scoop, always, huh? Oh, yeah. Yeah, we go hard. So Leute, letzte Session. Nächstes Mal sieht man mich auf der Bühne, Oberkörper erfolgreich durchgepumpt. Jetzt ab nach Hause, ausruhen. Ich esse und versuche nochmal zu schlafen. Carb up. Ist schon immer witzig, wie sich das dann auf einen Tag auf einmal ändert. Jetzt hast du einfach wieder Reis auf deinem Teller und nicht hier so Hälfte mit Chicken, Hälfte mit Spargel. Und richtig viel Salz. Jetzt haben wir hier 120 Gramm Reis, was Alice heute Morgen aufgekocht hat. Ehre. Wir haben einen halben Liter Flüssigkeit. Ich habe mir jetzt den Brennnesseltee aufgekocht. Ihr wisst ja, Tee gibt es jeden Tag bei mir. Deswegen nehme ich jetzt den halben Liter in Form von Tee zu mir. Man sieht es mir vielleicht an oder nicht. Ich habe gerade ein bisschen gepennt. Oder habe versucht, die ersten Carbs von vorher zu nutzen, die Oats. Und mich direkt ins Carb-Koma zu schanzen. War auf jeden Fall halbwegs erfolgreich. Wir haben hier noch 20 Gramm Honig und 10 Gramm von unserer ESN Almond Butter und darüber wird jetzt auf jeden Fall noch der Zimtteppich ausgerollt, wie jeden Tag, über jede Carb-Mahlzeit. Denn, keine Sorge, bei dem Zimt hier, der Ceylon-Zimt, ist einer der hochwertigste Zimt, den es so gibt. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass irgendwie eure Organe oder so drunter leiden. Zudem hat Zimt massig Vorteile. Ich mache nichts, ohne dass es irgendwie gut wäre für die Ästhetik. Ist ein natürlicher Kohlenhydratbeschleuniger. Also vielen ist der Insulin-Begriff. Insulin speichert Kohlenhydrate in der Muskelzelle. Zimt hat die natürliche Eigenschaft, die Kohlenhydrate sozusagen zu packen, auf ganz Laien-Level erklärt, und in eure Speicher reinzubringen. Deswegen rollt ihn aus und er wird es euch danken, meine Freunde. Und ich snack mir das jetzt hier rein. So, da sitzt er wieder und es ist Zeit für das nächste Meal. Wir gehen gleich ein bisschen raus oder in eine Mall hier in der Nähe. Ich war jetzt vor nach dem letzten Meal nicht raus und habe mich ein bisschen hier hingechillt wieder. Und gehe ein bisschen spazieren, so Verdauung anregen. Jetzt gibt es hier nochmal 120 Gramm Reispudding, 100 Gramm Banane, 10 Gramm Mandelmus und natürlich... Wir gehen ausrollen. Alter, ob die Dose reicht bis morgen, beziehungsweise übermorgen, das gucken wir mal. Aber so sieht's aus. Hier noch 300 Milliliter Flüssigkeit, später noch einen Kaffee in der Morgen und dann, ja, gucken wir mal, was die Malls in UK so zu bieten haben. Alice und ich haben eigentlich auch schon fast eine Tradition, wo auch mal die Leute ausgerastet sind. Was? Wie kannst du einen Tag vor deinem Wettkampf mit deiner Freundin in die Mall gehen? Und ich dachte mir, in Las Vegas, bevor ich mir
daheim die Todeslangeweile gibt, kann ich da auch hier mit der Crew, ein paar netten Mädels, vor allem Mädels, gell? Aber mit hier den Boys und meiner Freundin ein bisschen hier durch die Mall steppen. Ich meine, wir reißen jetzt hier keine Bäume aus, sondern spazieren ein bisschen rum, was die Verdauung fördert. Ich versuche meinen Kopf auszuschalten, irgendwie fällt es mir noch ein bisschen schwer. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen zu tief in Gedanken drin, mache mir über alles und jeden Gedanken und ja, das hat halt zur Folge, wenn man immer so versucht, gutherzig zu sein und es Leuten recht zu machen, aber hat mir Stefan auch gerade eben geschrieben, jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür, sondern du musst auf alles scheißen und dich einfach auf das konzentrieren, auf dich selber. Das versuchen wir jetzt hier auf jeden Fall, indem wir ein paar neue Schlüpper für Alice holen. Spaß, aber ja, wir gucken mal, was hier so abgeht. Oder hier ein Bärenfell. Ey, wie krank wäre das eigentlich? So mit dem Fell Gastauftritt. Ich habe mal einen Gastauftritt im Umhang gemacht, das kam auch schon gut an. Bin ich wie so ein Mönch rausgelaufen, aber... Also einmal in einem Bärenkostüm. Im Bärenkostüm habe ich es auch gemacht in Brasilien. Da haben die Brasilianer auf jeden Fall... Die wussten nicht mehr, was abgeht, aber ja. Ha, wo sind wir gelandet? Oh je, schnell weg hier. Schnell weg hier, guck Alter, die kriegt das Grinsen nicht mehr aus der Fresse. Das ist hier die Fläche, das ist dreckig. Wir müssen eigentlich direkt die Alarmglocken läuten. Du musst dir den Dyson schnappen und hier einmal Probe saugen. Guck, die Engländer, die machen das extra hier für die Frauen, tun die Dreck auf den Teppich, dass die sich hier gleich austoben Guck können. mal, reduce to clear. Ey, scheiß Ringe verfolgen mich. Alice darf bloß nicht herkommen und gucken. Alter, was für fette Klunker. Hier gibt schon ein paar Brecher. Mit so einem blauen Stein wäre auch krass. Das Herz finde ich übel schön. Ich hab schon einen. Ja, aber guck mal, wir haben hier das habe ich mir mit, ich würde jetzt nicht sagen meinem ersten selbstverdienten Geld, aber mit den ersten Geldern, die ich noch reingravieren lassen, ein U und ein Unendlich, aber das ist Roségold. Das hat mich damals schon mein halbes Herz gekostet, aber für die Dame war es lohnenswert, aber ich muss da jetzt mal für ein Upgrade sorgen, auf jeden Fall. Erstmal Käffchen ziehen. Alice Speziale. Einen Grande Latte mit Oat Milk. Früher noch mit Sugar-Free Vanilla Syrup, heute aber nicht mehr. Mit Almond Milk. Weil die 20 Kerls, dachte sich Alice immer, spart man sich bei der Milch, aber jetzt hat sie es endlich mal eingesehen, dass die Hafermilch die wahre ist. Starbucks. Einen doppelten Espresso, Junge. Ganz entspannt auf euch und auf dieses Wochenende. Die ein oder andere Watch wird hier gescoutet. Die G-Shock. Nee, aber ich interessiere mich da ja sehr für und bringt mich auf jeden Fall ein bisschen runter. Uhren shoppen. Meine Chrono 24 Watchlist ist auf jeden Fall full. Ich bin dann mal weg, ne? Peak Week, komm. Die richtigen Carbs, die gibt's nur an der Adresse. Alter. Ey, die haben Frische rausgelassen. Mavson, Alice, ihr müsst für mich rein. Ey, ich gebe euch einen aus. Ihr müsst für mich rein in den Hase. Ihr müsst für mich rein. Ich sag euch, lasst euch nicht blenden von den anderen Sorten. Beste einfach diese hier. Original Glazed. Werdet ihr euch denken, was ist bei dem falsch? Aber glaubt mir, ihr beißt da rein und es ist einfach... Danilo, du musst jetzt einen probieren. Hast du schon Crispy? Nein, noch nicht, natürlich nicht. Du hattest den nicht in den USA, deswegen wird es hier Zeit dafür, Alter. Ja, wir nehmen hier 6 Stück, Digga, das kannst du dir jetzt mal gönnen. Ich lade euch ein. Man muss ja auch mal was Gutes fürs Team machen. Ja, ich weiß. Du musst jetzt hier erstmal Geschmacksverkostung machen. Schnapp dir mal den Original Glazed und sag den Boys und Girls da draußen einfach nur, wie verdammt gut ist das Ding, Alter. Komm mal hier. Kann einiges. Glaub mir, wenn man sich was gönnt, dann auf jeden Fall hier nicht so einen verkackten Bubble Tea oder so, sondern wenn dann schöne Donuts. Alice verkostet. Erstmal ist auf Ostern angelehnt. Ostern ist ja in 2 Wochen.
wie der eine oder andere weiß. Deswegen ist, glaube ich, das Oster-Special hier. Also heute ist offizieller Team Carb Up. Ich bin nicht nur alleine unterwegs. Normal wisst ihr ja, am Carb Up kriegen die anderen nie was zu fressen, sondern nur ich. Wenn ihr Alice, dann müsste das Ding hier auch noch aus Schokolade sein und einfach mit Schokolade und noch mehr Schokolade. Und da am besten so ein Nutella-Glas und obendrauf nochmal Schokolade. Was gibst du dem jetzt hier? 4. 1 bis 10, 4? Ja, für die Füllung so, weißt du? Ja. Dachtest du, der ist mit Füllung? Das hat man ja gesehen, dass da ein Loch drin ist. Nein, aber mehr Schokolade. Harte Kritik, wenn Alice Punkte vergibt, dann muss es gut sein. Wenn die mal eine 10 von 10 gibt, dann wisst ihr, das ist stabil. Jetzt bin ich aber gespannt. Der ist nämlich gefüllt. Oh ja, da lacht sie. Ja, da muss man gar nichts zu sagen. Da muss man, weißt du, manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Jetzt sind wir hier noch im Ding gelandet. Aber guck mal, da können sie halt wieder nichts. Die haben irgend so eine Rotze, aber das einzig Wahre sind unsere ESN-Riegel, Alter. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß gar nicht, ob ich es leaken darf, aber wir haben eine neue Riegelmaschine. Wir haben offiziell die größte Riegelmaschine der Welt. Also es ist geisteskrank und ich glaube, da werden in Zukunft noch einige weitere geile Riegel über die, wie sagt man, Produktionsstraße rollen. Aber warum sind wir hier in einem Tesco? Um noch Bananen zu holen. Wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, uns haben die Bananen gefehlt. Und da haben wir sie schon hier. Ich nehme aber ganz klar die Organic, die eingepackten. Und Ben & Jerry's auch leider nur schäbige Auswahl. Ist halt nicht die USA, das kann man sagen. Davon habe ich, bevor wir mal auf den Rave gegangen sind, 5 Stück gegessen, also eine Packung. Ich sag's euch, Alter, Beefy gibt da nicht nur einmal Pfötchen, Junge. Ich habe mich fast eingeschissen auf dem Dancefloor. Stefan war gerade da, hat die Form gecheckt. Alles läuft nach Plan und das stellt mich zufrieden. Ich merke, das krampft ein bisschen, aber das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man auflädt. Halt dich fest, Hand ans Geländer. Ja, hier ist aber auch Stolperfalle, die Schuhe liegen überall. So muss es sein in der Wettkampfwoche. Perfekt, über den Teppich, Digga, du hast jetzt alles mitgenommen, was geht. Und dafür hat er so geile Props bekommen beim Morgenwalk mit Stefan, wo du durch Ohio rückwärts gelaufen bist. Unheimlich gut. Hier, Sprite Zero Lemon Lime. Gibt's nach dem Wettkampf erstmal 60 Dosen. Und hier gibt's wieder, dreimal dürft ihr raten, Rice Pudding, 120 Gramm. Also ein bisschen Whey-Protein rein, ein bisschen Honig drin. Wir haben eine Dattel drin und wir haben Mandelmus drüber. Und natürlich wird er wieder ausgerollt, Freunde. Der Zimtteppich. Eine Banane ist auch noch drin. Und ja, die Mahlzeit wird verhaftet. Dann wird gechillt. Ist der Lounge offiziell von Grizzly Shred, wo ich mich sehr drauf freue. Und mich dann noch drauf freue, wie er bei euch ankommt. Und was so Shreds beschert werden. Und dann kommt die Therapeutin. So, vor der Therapie ist nach der ersten Mahlzeit. Hä? Ihr habt schon verstanden. Ja, es gibt wieder Reis, Honig, Mandelmus, Zimtteppich, 1 Gramm Salz und dann gibt's Massage. Reis mit Salz, Mandelmus, Honig. Willkommen in der Welt eines Bodybuilders. So, the neighbor is here. It's Lisa, the therapist, and yeah, she takes me to work or like to chill. It depends. So sieht's aus. Also ihr kriegt jetzt ein paar Einblicke. Ich laber nicht viel rum. Drop it down, go. Blow it, drop it down, that's it. Breathe in. And go. Again, breathe in. Oh wow, that feels different. Das Lämpchen leuchtet rot und ich esse die letzte Mahlzeit für heute auf unbestimmte Zeit, denn morgen 15 Uhr ist die Abwaage und was am Tag der Abwaage passiert, das kriegt ihr auf jeden Fall im nächsten Video zu sehen. Ich sag gute Nacht aus UK
Freut mich, dass ihr Bodybuilding so feiert und die Videos so verfolgt. Das ist richtig, richtig cool. Das gibt mir Kraft, da weiterzumachen und immer wieder aufzustehen, Gas zu geben, uns am besten zu representen wie möglich. Und ja, Mann, ich würde sagen, lasst ein geiles Wochenende durchziehen. In diesem Sinne, wir sind raus für heute und wir sehen uns in alter Frische. Euer Urs. Liebe Grüße, lasst Liebe da und guten Pump an alle.